Hast du den Monolog drauf? Also wir brauchen jetzt erstmal deine allgemeinen Daten, ja? Einmal Name, Alter und Agentur hier in die Kamera. Dann nochmal Handinnenflächen, Handaußenflächen und die Zähne zeigen, damit wir die checken können. Ich bin Emily Ahrens, 20 Jahre alt. Meine Agentur ist die Agentur Grün. Melchior, es tut mir leid, wirklich. Sibel schickt sonst Profis. Mach doch einfach mal den Monolog. Aus den Tiefen des tiefsten Schlundes komme ich. Das Mösenschlabbermonster. Halte ein, Welt, halte ein. Güte, was habt ihr erreicht in eurem Leben? Nicht. Okay, stopp. Kannst du das jetzt gleich nochmal machen, aber dann vielleicht ein bisschen mehr reden wie ein Mensch, vielleicht? Wie ein Mensch? Und Schauspieler doch mal ein bisschen, ganz ehrlich. Du bist in der Hölle, du bist ein Monster, alles ist voller Blut und alle sind nackt. Zeig doch mal den Ekel der Situation. Den Ekel. Ja, du bist das abstoßendste Wesen der Welt. Gib mir das. Gib mir abstoßend. Und bitte. Aus den Tiefen des tiefsten Schlundes. Ja, roll mal ein bisschen mit den Augen jetzt hier. Komm, richtig. Fass dich dabei vielleicht ein bisschen an. Was? Du bist doch Schauspielerin. So, ich glaube, ich habe genug gesehen. Ja, es tut mir leid. Danke, Elena, das war's. Okay, danke. Maus. Oh nein, oh nein. 2 Kaffee Irish bitte, ja? Danke. Oh, Mädchen, ist doch alles halb so wild. Guck mal, Günther hat mich gerade angerufen, das geht alles klar mit den Fotos für nächste Woche. 520 € Rabatt, wie immer. Ich finde, da kann man nicht meckern, oder? Und dann ist da ja noch der Toyota-Spot. Die haben immer noch nicht abgesagt. Das ist auch ein gutes Zeichen. Ich wollte diesen Film. Ach, wir finden schon das Passende für dich. Es gibt auch wieder eine neue Edeka-Ausschreibung. Die machen doch immer geckige Spots, hm? Ich will keine Werbung. Ich will was Richtiges. Kunst. Ich will Teil von was sein, was Bedeutung hat. Von was Perfektem. Du, ich würde mal Jungformat nicht unterschätzen, Mausi. Was die da machen, ist schon fast Kunst. Und die Spots gehen immer tierisch ab. Ach, wartest du mal kurz eben. Ich musste mal eben ran. Was? Warte. I want him because I fucking want him. And I slept with you because I felt like shit, and I am sorry that that sounds so bad. But you made me feel better. Oh, he made you feel like shit. Yeah, well, you were busy pretending to be my friend so you could still have a shot at fucking me. What? Okay, you knew this wasn't working, and it is not my fault that I don't. We had sex, yes. And it was great sex, but it didn't change anything. Obviously, we have chemistry.
or we wouldn't have started dating in the first place, but it's not enough. Hey! Na endlich, Greta, ihr seid zu spät. Oh. Ja, du kannst gehen. Emily Ahrens, richtig? Ja. 1,69, 36er Konfektion, stimmt noch? Ja. Schuhgröße 37, 50 Kilo? Ja. Sicher? Ja. Okay, dann komm bitte einmal hier entlang, ja? Emily, richtig? Ja. Deine Eltern sind tot? Woher? Und sonst hast du auch niemanden, oder? Keine Pflegeeltern, keine Familie, keine engen Freunde. Bist eher so der Einzelgänger-Typ. Ja, das kann sein. Oh, Baby. Ist nicht schlimm. Bald hast du ja uns. Hast du einen Freund? Auch nicht, ne? Bist Single. Ja. Gut, super. Hast du uns auch was vorbereitet oder sollen wir uns deine traurige Lebensgeschichte hier anhören? Was? Spreche ich undeutlich? Mich interessiert nicht, wen du fickst. Was hast du mitgebracht? Ich hab ehrlich gesagt nichts. Einfach irgendein Monolog, Kleines. Irgendwas, was du kannst. Ganz egal was. Okay, also. Aus den Tiefen des tiefsten Schlundes komme ich. Das Mösenschlabbermonster. Halte ein, Reicht. Stopp. Danke. Willkommen in der Familie. Herzlichen Glückwunsch. Du hast den Job. Ja? Emily, herzlichen Glückwunsch. Was? Die Lena hat mich gerade angerufen. Performaniacs. Du, ich muss ja zugeben, ich bin ein bisschen eine Banausen im Theater und ich habe auch noch nicht viel von denen gehört, aber die scheinen echt gut rumzukommen. Durch ganz Europa. Die Lena? Eine ganz nette, wirklich. Mensch, du musst ja richtig umgehauen haben beim Casting. So schnell läuft es ja sonst nie mit den Zusagen. Das Casting? Du meinst, wo ich gerade eben war? Wie, gerade eben erst? Das war das merkwürdigste Erlebnis meines Lebens gerade. Die sind gruselig. Ich will nicht bei denen mitmachen. Aber hör dir erst mal die Kondition an. Okay. Pass auf, es sind 2 Wochen Probe, davon 7 Aufführungen, also insgesamt 3 Wochen Arbeitszeit, mit Option auf Verlängerung, was dann Europatournee bedeuten würde. Ich weiß nicht. Warte mal, lass mich ausreden. Für die erste Probenphase und die 7 Aufführungen ist die Gage, halt dich fest, 70.000 €, Emily. Hörst du mich, Emily? 70.000 €. Sowas habe ich im Theaterbereich noch nie erlebt. 70.000 €.
Hi, schön, dass du da bist. Hallo. Na, lass dich nicht einschüchtern. Ist immer komisch, neu in so eine Gruppe zu kommen, oder? Ja, komm, ich stell dir einfach mal alle vor. Hatte ich ja nicht schon irgendwer gebrieft? Wie meinst du? Naja, was das Sugar nicht ist und so. Du hast bis jetzt nur 70.000 Euro gehört und direkt zugesagt? Ach, völlig okay. War bei mir damals genauso. Wir machen interaktives Theater. Also nicht einfach eine Schaubühne zum Draufgucken, sondern eine richtige Erfahrung fürs Publikum. Theater zum Reingehen. Okay. Das ist die erste Station, die man reinkommt. Drogen. Geleitet wird sie von Mia hier. Hallo. Iss oder trink nie etwas, was sie dir anbietet. Hallo! Greta kennst du ja schon, die ist nicht ganz da, aber nett. Du, da ist die Homophobie-Station. Es geht um Sprachverbote und Tabus in unserer Performance. Kunst darf alles, ist das Motto. Das ist Lara. Ja, Lara ist komisch, aber die schafft das Geld ran. Hier ist die Rassismusstation. Geleitet wird sie von Linda. Hi, Linda. Ich würde echt gerne sagen, Linda ist eine ganz Liebe, ist sie aber leider nicht. Aber... Du bist so eine fluide Fotze! Es ist kaum zu ertragen mit dir. Rachel hier, das ist eine ganz Liebe. Hi, Emily. Hi, Rachel. Hi, Maxim. Sorry, wir diskutieren manchmal ein bisschen leidenschaftlich. Ja, und wenn du dich wunderst, was hier so nach Flixbus Toilette riecht, das ist vermutlich Davids Penis. Hallo. Hi. Denk nicht mal drüber nach. Been there, done that, not worth it. Da hinten ist die beste Station, die immer nur Hannas absoluter Liebling machen darf. Ich. Wer ist Hannah? Hannah ist das Genie, ohne dass wir alle gar nicht hier wären. Hannah ist unser Mastermind, Anführer und Guru. Guru. Ja, nicht so ernst nehmen. Hannah ist die Beste. Hannah guckt dich an und sie sieht dich. Hannah ist... du musst sie einfach kennenlernen. Und worum geht's an der Station? Sex, Baby. Okay, wie muss ich mir das vorstellen? Ach, wie auch immer du willst. Das ist übrigens Kira. Hi, ich bin Kira. Hi. Ich bin Kira. Okay, bleiben wir besser nicht so lange. Warum? Du siehst hübsch aus, Emily. Irgendwelche Fragen soweit? Ja, was ist meine Station? Ja, das habe ich mir gedacht. Was denn? Naja, arisch bist du nicht. Irgendwas Slawisches, glaube ich. Ich bin mir aber noch nicht hundertprozentig sicher. Wie meinst du das? Habe ich mich undeutlich ausgedrückt? Ich verstehe nicht, was du da machst. Na, deine Rasse feststellen. Rasse. Ja, das machen wir bei allen, die hier reinkommen. Ist das nicht Ja? rassistisch? Ja, genau, das ist rassistisch. Gut erkannt. Keks? Nein, danke. Warum machen wir das hier? Warum denn nicht? Weil es rassistisch ist. Genau. Was? Wir leben in einer Gesellschaft, in der alle Leute Sprachverbot verinnerlicht haben, als wäre es das Normalste auf der Welt. Es kann doch nicht sein, dass man über einen kompletten Themenkomplex nicht sprechen darf, nur weil es einigen Leuten nicht gefällt. Ja, aber das hier, das ist doch völliger Unsinn. Rassen und so. Na und? Darf man über etwas nicht sprechen, nur weil es nicht wahr ist? Willst du den Weihnachtsmann etwa auch verbieten, Emily? Was? Nein. Kunst darf alles. Das ist der Punkt. Ja, aber das hier ist verletzend für viele Leute. Darf Kunst auch verletzen? Och, Emily, Kunst darf noch viel mehr als nur verletzen. Ich bin Kira. Ich weiß, ich bin Emily. Emily. Genau. Du siehst hübsch aus, Emily. Danke. Du auch, Kira. Deine Haut sieht weich aus. Darf ich mal deine Wange anfassen? Das fühlt sich schön an. Fühlt sich das immer so schön an? Ich glaube, ich will. Was? Hey! Was? Hey! Was ist hier los? Findet ihr lustig, ja? Spastis. Komm hier hin.
Weise. Ich versuche auch immer aufzuhören. Sorry, das war wahrscheinlich ein bisschen gruselig gerade. Das war komisch. Ja, Kira ist speziell. Eigentlich sehr lieb, aber manchmal wird sie sehr aufgeregt. Wie geht's dir mit Linda? Weiß nicht. Keine Sorge, man tauscht die Station ständig durch. Gerade als Neue, bis sie überall mal reinschnuppern kann. Okay. Ich glaube, ich verstehe das Stück nicht. Es geht um Tabus, um Redeverbote. Es geht um Sachen, die man im Alltag nicht sagt, über die man am besten nicht mal nachdenkt. Am Anfang so oberflächliche, offensichtliche Sachen. Drogen sind verboten, Homophobie ist nicht okay, Rassismus ist nicht okay. Bei uns wird halt beides mal so richtig ausgelebt. Das Unterbewusste, das Verdrängte, das Abstoßende. Richtig rein da. Dann geht's tiefer. Was unterdrücken Frauen? Was unterdrücken Männer? Dann Sex. Kein Thema ist so voller Verbote wie Sex. Zum Schluss Tod. Das ewig Verdrängte. Der Zuschauer kommt hier raus und hat einmal die Seele gereinigt bekommen. Ich verstehe nicht, warum man so rassistische Sachen sagen muss. Muss man nicht. Rassistische Sachen, peinliche Sachen, eklige Sachen. Aber man muss es dürfen. Keine Verbote in der Kunst, keine Grenzen in der Kunst. Kunst darf alles. Okay. Ja, warte, bis du Hannah kennengelernt hast. Die kann das alles noch besser erklären als ich. Weißt du, wir machen hier nicht einfach Theater. Wir machen Revolution. Die Kunst schlägt zurück. Und Hannah ist unser General. Klingt jetzt alles gar nicht so extrem für mich. Da hat Schlingensief krassere Sachen gemacht. Kennst du diese Ausländer-Raus-Performance? Nein. Das ist das Problem, Lausi. Du kennst dich einfach noch nicht gut genug aus im Theater. Ich bin ja auch ein bisschen raus aus der Thematik. Aber dass die da alle einen Hau haben, das weiß ich schon noch von früher. Das ist doch jetzt genau das, was du wolltest. Was Großes, Bedeutsames, Kunst. Ja, aber ich will ja auch gesehen werden. Solche Sachen guckt sich doch keiner an. Du, da gibt's schon eine Sehr enthusiastische Fanbase für diese Sachen. Unterschätzt es mal nicht. Wie du meinst. Ja, das ist jetzt aber auch gar nicht der Grund, warum ich anrufe. Folgendes. Die Lena hat mich gebeten, dass du ihr bitte keine Rechnung für die 70.000 schreibst. Es wird auch keinen Vertrag geben oder so. Du bekommst das Geld innerhalb der nächsten 2 Tage in bar ausgezahlt. Musst ihr dann die Quittung unterschreiben. Irgendwas mit der Steuer. Aber ich bekomme das Geld. Ja, morgen. Übermorgen, gar keine Frage. So kleine Theaterkompanien müssen ab und zu so ein paar Tricksereien machen hinter der Steuer vorbei. Weißt ja, wie es ist. Freiberufler in Deutschland müssen einen entspannten Anus haben. Verstehst, was ich meine? Ja. Weil der Staat uns ständig in den Arsch fickt. Ja, also von meiner Seite Ist dann jetzt auch alles klar. Gibt's für dich noch was zu klären? Ich muss jetzt noch ein bisschen Recherchearbeit machen. Nein. Wunderbärchen. Gut's Nächtle, Herr Spechtle. Ja. Alter, Fotze! Wollen wir doch mal sehen, wer du bist, Flittchen. Guck, wie die alles dreckig gemacht haben, diese Dreckigen. Hier ist überall AIDS-Luft. AIDS, AIDS, AIDS. Schweinebeine sind die. Die Hölle ist so. Eine einzig große Schwulenorgie. Die ganze Hölle. Weil die alle in die Hölle kommen. Spielt die mit. Hab ich doch gesagt. Die schafft das Geld ran. Kotstecher, Hinterlader, Arschficker. Eingeölte Muskelkörper, harte Schwänze. Kommen alle in die Hölle. Hallo. Ich wollte mich nur mal vorstellen. Ich bin Emily. Intensive erste Tage irgendwie. Wie lange bist du schon dabei? Eine Weile. Ich hoffe, ich lebe mich bald ein. Im Moment ist vieles echt noch komisch. Ich habe Hannah noch gar nicht kennengelernt. Kommt die nie zu den Proben? Die ist doch die Regisseurin, oder? Sie ist mehr als das. Ja, das hat Samira auch gesagt. Klingt ja spannend. Ich hoffe, ich lerne sie bald kennen. Meine Agentin sagt, es gibt keinen Vertrag und man soll auch keine Rechnung schreiben. Und ich würde das Geld einfach heute oder morgen in bar bekommen. War das bei dir auch so? Ist immer so. Du holst dir das Geld rein, habe ich gehört. Bist du so die Produzentin? Nicht direkt. Batik habe ich früher auch manchmal gemacht. Ist eigentlich voll cool, sollte ich auch mal wieder machen. Früher in meiner Klasse, da gab es einen Jungen, Malte. Alle waren verliebt in den und auf der Klassenfahrt hat er mir ein Batik-Shirt gemacht. Ich habe das, glaube ich, noch irgendwo.
Also genau, ich bräuchte dann noch das Geld für Emily. Dann könnte ich das schon mal weitergeben. Boban. Danke. Alles läuft nach Plan? Soweit ich das beurteilen kann. Gut. Wie ist denn die Lage bei Samira? Also leider nicht so gut. Also sie war gestern und heute. Also eigentlich ist sie immer betrunken. Ein Jammer. Ich glaube, es wäre nur verantwortungsvoll, wenn man ihre Station, also wenn man die umbesetzen würde. Sie hatte halt auch mit mindestens 11 Zuschauern während der letzten 3 Vorstellungen Sex. Kunst darf alles. Ja, gut. Trotzdem, die Station ist so wichtig, um sie einer Säuferin zu überlassen. Ich werde mir was überlegen. Du bist dann fertig. Danke. Keine Grenzen der Kunst, keine Verbote der Kunst. Kunst darf alles. Du bist eher so der Einzelgänger-Typ. Ja, das kann sein. Sag mal, Mädchen, wäre das für dich okay, wenn du für die Rolle so 10 bis 20 Kilo zunimmst? Deine Eltern sind tot? Einmal eine hübsche Schauspielerin, nicht immer fette, behaarte Leute, die da irgendwie durch dein Bild tanzen. Ja, aber dann würde das völlig gegen alles gehen, was ich auch sagen will. Frank, ich habe für diesen Film das Cover der St. Pauli-Nachrichten geklärt. Sonst hast du auch niemanden, oder? Keine Pflegeeltern, keine Familie, keine engen Freunde. Ist nicht schlimm. Bald hast du ja uns. Diese hier ist unglaublich. Die war in der Süddeutschen Zeitung in diesem Jahr. Kannst du dir das vorstellen? Sieht aus wie direkt aus dem Stürmer. Herrlich. Du hast doch Medizin studiert, oder? Ja. Und Hunde, die fressen doch ihre Nachgeburten, oder? Ja. Warum machen wir Menschen das nicht? Doch, in der Nordheide ist das eine Delikatesse. Echt? Ich bräuchte einmal kurz Ruhe. Wir müssen ja auch rot zeigen. Ich muss einmal was sagen. Hier, ein bisschen Ruhe, bitte. Ja, wir müssen das... Hey! Danke. Also, Emily, ich habe hier einmal dein Geld. Genau, und jetzt habe ich noch eine Nachricht von Hannah. Und zwar Samira, genau. Also, du bist ja relativ oft betrunken und trinkst jetzt gerade auch schon wieder, sehe ich. Cheers. Ja, witzig. Hannah findet das aber gar nicht so lustig und deswegen, Maxim, übernimmst du die Sexstation und Samira, du hilfst Lara an der Homophobiestation. Was? Genau. Also soweit von mir. Ich lasse euch dann einfach alle weiterproben, ja? Was du gesagt hast, du Fotze! Ich hab
eigentlich nur... Alles cool. Fickt euch doch. Ja, bis später. Hi. Was willst du? Herzlichen Glückwunsch. Danke. Hart für Samira. I really don't care, do you? Ja. Also, Glückwunsch jedenfalls. War noch was? Ich hatte nur überlegt, Ja? die Sexstation. Also, wirst du... Ich meine, wie Samira das gemacht hat. Soll das jetzt eine Eifersuchtsattacke werden, oder was? Was? Ob ich an der Sexstation mit euch einen Randoms ficke, wie Samira die herbe schleudert, geht dich einen Scheiß an. Ich mach, was ich will. Und ich schlag vor, du gehst jetzt wieder rein, setz dich in die Ecke und hältst dich von mir fern. Verstehen wir uns? Weil Joghurt einfach nicht die richtige Konsistenz hat, habe ich viel mit Mayonnaise herumexperimentiert. Faszinierend. Wenn man Remoulade zum Beispiel nimmt, also die holländische, dann wird das so stickig. Kann man auch mal machen, um Geschlechtskrankheiten anzudeuten. Wusstest du, dass Fanta Korn, Fako, das Lieblingsgetränk von Fritz Honka war? Wer? Behauptet zumindest Heinz Strunk. Okay. Das ist echt nicht so eklig, wie ihr immer alle denkt. Ich bin nicht eklig. Emily! Hallo, ihr zwei. Schlechter Zeitpunkt? Nein, komm rein! Hier, guck mal, Lara. Das ist das Shirt, von dem ich dir gestern erzählt habe. Oh, wow, das ist ja hübsch. Euer Ernst? Seid ihr der Batik-Club? Lara, ich habe gerade 70.000 € bekommen in einem Umschlag. Ich weiß. Ich habe das gezählt. Das hat lange gedauert, aber ich habe das alles nachgezählt. 70.000. Okay. Kein Theater hat so viel Geld. Doch. Genau. Ganz genau. Dieses hier. Wegen dir, oder? Naja. Nicht so bescheiden. Sarah macht die Kohle klar. Ja, stimmt schon. Unfassbar. Schauspielerin, Produzentin, Batik-Künstlerin. Wie machst du das alles? Naja, manchmal ist schon ein bisschen viel, aber man tut, was man kann. Wow. Einfach wow. Du, Lara, kann ich dich mal was fragen? Klaro. Das mit dem Geld, wie machst du das? Also pass auf. Alte Leute haben ja viele Probleme, weiß man ja. Dann melden sich die Familienangehörigen nicht mehr. Die hören nicht mehr so gut. Die vergessen Dinge. Das ist manchmal echt tragisch, wie verzweifelt und einsam die oft sind. Ach du je, wie sind wir denn auf das Klima gekommen? Da muss ich kurz geschlafen haben. Passt gut auf. Omi? Hallo, Oma. Ich bin's. Ja, genau, die Mira. Ach, Mausi, das klingt ja alles wunderbar. Ja, langsam macht's richtig Spaß. Ich habe auch schon mit Gernot gesprochen, der hat schon zugesagt für die Premiere. Und ich höre mich noch ein bisschen um. Ich krieg bestimmt noch ein paar andere Caster dahin. Mhm. Nicht gut? Ich
Weiß nicht, das Stück ist halt merkwürdig. Willkommen im Theater. Ja, schon klar, aber ich muss halt echt rassistische Sachen sagen zum Beispiel. Mausi, glaubst du, im deutschen Film hat irgendwer ein Problem mit Rassismus? Das ganze Genre der ZDF-Afrika-Filme würde wegfallen. Na, wenn du meinst. Ja, ich mein. Und jetzt mach dir mal wirklich keinen Kopf und genieß ein bisschen die Zeit, während ich mich darum kümmere, dass wir längerfristig was davon haben. Okay. Cheersies. Cheers. Keine Werbung. Ich will was Richtiges. Kunst. Ich will Teil von was sein, was Bedeutung und was perfekt sein. Ja, das hab ich mir gedacht. Naja, Arsch bist du nicht. Ich will gesehen werden. Es muss sich was ändern. Ich habe nichts zu tun, ich stehe nur rum. Du musst mit Linda reden. Wie denn? Ehrlich, wie? Ich weiß echt nicht, wie man mit der redet. Ich weiß das auch immer nicht. Ich habe noch gar nicht geprobt und in 4 Tagen ist Premiere. Da kommen Leute, wichtige Leute, die wollen sehen, was ich hier mache. Und ich mache nichts. Warum kommt diese Hannah nie zu den Proben? Und warum sagt mir keiner, was ich machen soll? Puh. Ich will gut sein, ich weiß nur nicht wie. Baby, immer ruhig. Nimm einen Schluck. Nein, ich will mich jetzt nicht betrinken. Ich brauche Hilfe. Ich muss wissen, was ich hier machen soll. Es wäre eine Sache der Einstellung, weißt du? Du musst dich beschäftigen mit deinem Thema und du musst es zu tun finden mit dem Publikum. Und dann musst du das selbstbewusst präsentieren. Attitude ist wichtig. Ist mehr so ein Learning by Doing. Warum kommt die Regisseurin nie zu den Proben? Ja, damit das Stück atmen kann. Du musst die Form selber finden. Das ist so ein Gelaber. Ich will gut sein. Ich will die Beste sein. Verpiss dich jetzt hier! Ich probe, hier geht weg! Halt die Fresse, du kleine Fotze! Ey, was fällt dir eigentlich ein? So kannst du nicht mit Leuten umgehen. Sagt wer? Sag ich. Okay. Wie auch immer. Da, Attitude. Das ist, was ich meine. Das war auch mal nötig. Ich kann dir gar nicht sagen, was für eine harte Zeit ich hatte. 2 Jahre lang mit Maxim in derselben Station gefangen. Nichts durfte ich machen. Gar nichts. Alles war der feinen Dame zu ekelhaft. Sie hält sich wirklich für was Besseres. Gar keine Frage. Als würden wir nicht alle menstruieren. Nein, das Thema durfte ich bei der nie behandeln. Als wäre Cervixschleim nicht etwas völlig Natürliches. Und ja auch was Schönes. Als hätte nicht jede Frau schon mal Bläschen an der Vagina oder gelben Ausfluss gehabt. Ich esse. Entschuldigung. Danke, Emily. Du bist hübsch und du bist ein Ritter. Emily, Hannah würde gerne mit dir sprechen, bitte. Wirklich? Ich habe schon fast gedacht, die gibt's gar nicht. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Hannah. Emily. Ich habe viel von dir gehört, Emily. Ich auch von dir. Du hast Maxim in ihre Schranken verwiesen. Mutig. Ich mag mutig. Danke. Boban, Lena, ihr könnt gehen. Warum bist du hier?
Du hast mich herbestellt? Ich meine hier im Theater. Ich will gesehen werden. Nackt? Was? Ob du nackt gesehen werden willst? Ich weiß nicht, wie du das meinst. Kannst du dich ausziehen? Grundsätzlich? Hier, jetzt? Zieh dich aus. Wusstest du, dass ich auch singen kann? Ja, kann ich nämlich. Pass auf. Sorry, ich hatte nicht gesehen, dass du da noch stehst. Ich habe mich dir noch gar nicht vorgestellt, oder? Ich bin Emily. Boban. Boban, spreche ich das richtig aus? Ja, ist nicht schwer. Ja, stimmt. Ich habe den Namen nur noch nie gehört, deshalb... Das ist jetzt vielleicht ignorant von mir, aber was ist eigentlich dein Job hier? Ich mache Technik, Bühne, trage schwere Sachen und passe auf euch auf. Während der Aufführung? Ja, damit sich niemand aus dem Publikum daneben benimmt. Du beschützt uns also. Cool. Ich will nach Hause. Gar kein Problem. Du warst bei Hannah. Ja. Wie war sie? Was stellst du daher? Ich? Das hier ist die erste Station, durch die das Publikum kommt. Wir machen gute Launesaft und Bonbons. Wer mutig ist, trinkt. Mit Glück bekommt man MDMA, mit Pech Brechmittel. Was ist das hier? Das hat noch keinen Namen, das ist ganz neu. Aber kein Brechmittel. Nein. Gleich so viel?
Was denn? Nichts. Bist du sauer auf mich? Nein, geht schon. Was habe ich getan? Gar nichts. Ich kann doch mal eine andere Meinung haben. Was willst du mir sagen? Nichts. Lass mich. Es ist dir doch sowieso egal, was ich will. Was willst du denn? Vielleicht würde ich es diesmal gerne anders machen. Du bist verliebt? Nein, Ich soll meine Kunst hinten anstellen, weil du ficken willst. so ist das nicht. Verarsch mich doch nicht. Du würdest die Integrität der ganzen Gruppe korrumpieren, nur weil dich ein hübsches Gesicht angelächelt hat und du deinen Schwanz da reinstecken willst. Hey. Hi. Ich habe solche Kopfschmerzen. Ich habe im Theater geschlafen. Voll das heftige Zeug, was ihr da gebraut habt. Ja, Mia kann das gut. Wie lange bist du eigentlich schon dabei? Schon immer, glaube ich. Wie schon immer? Bist du auch bei einem Casting gewesen? Ich bin mit Mia hier. Ach, seid ihr zusammen engagiert worden? Ist alles okay? Ich bin zu spät. Ach, Mausi, das klingt so süß irgendwie. War das dein erstes Mal? Ich habe mal gekifft mit meinen Klassenkameraden früher. Aber sowas habe ich noch nie gemacht. Super. Kommst richtig an in der Truppe, ne? Ich glaube. Guck mal die hier, die sieht doch aus wie eine Schlampe, oder? Weiß nicht. Wieso? Aber mindestens sieht die aus wie 40, findest du nicht? Ja, weiß nicht. Also ist die jetzt attraktiver als ich oder nicht? Was? Nein, natürlich nicht. Du bist viel hübscher. Findest du? Ah. Na gut. Fridolins Neue, glaube ich. Klares Downgrade. Sehr schön. Aber sonst läuft alles gut bei dir, ja? Naja, es ist vieles auch komisch. Ich habe die Regisseurin kennengelernt und die war regelrecht gruselig. Und dieses Mädchen, was da bei uns mitmacht, ich weiß nicht mal, ob die schon volljährig ist. Ja, ja. Mensch, das klingt alles so wunderbar, meine Süße. Guck mal, der Arsch. Ist nichts, oder? Hm. Hallo, Emily. Na, Kira? Emily, schmeißt du bitte deinen Freak hier raus? Ich hab was für dich, Emily. Zur Premiere. Das ist ja süß. Was ist das? Was ist das? Ein Herz. Ich hab dir ein Herz geschenkt. Wo kommt das her? Aus einer Ratte. Es ist von einer Ratte, die in meiner Garderobe gewohnt hat. Ihr Name war William. Ich hab ihr das Herz rausgeschnitten und dir geschenkt. Raus. Was? Geh raus. Nimm dein widerliches Rattenherz mit. Guck mich nie wieder an, fass mich nie wieder an. Komm nicht mal mehr in meine Nähe. Du bist ein abstoßendes, wertloses Stück Fleisch. Du bist Abschaum. Dreck wie dir sollte es nicht einmal erlaubt werden, dieselbe Luft zu atmen wie ich. Raus! Ich will den Gestank nicht mehr in meiner Garderobe haben. Raus! Das war gut. Der Kopf. Ein Haus voller verschlossener Räume. Und seht, ihr steht im Eingangsbereich. Ihr kennt ein paar Räume eurer Geisterhäuser. Das Badezimmer, das Schlafzimmer, das Wohnzimmer auch. Aber wart ihr schon mal auf dem Dachboden? Ich glaube nicht. Wäre es aber nicht interessant, sich mal den Dachboden genauer anzusehen? Oder die Küche? Oder die Abstellkammer? Vielleicht ist es auch gar keine Abstellkammer. Vielleicht ist dort ein Tunnel, der zu einem Raum führt, den ihr noch nie im Leben gesehen habt. Vielleicht lebt da drin ein Ghoul. Vielleicht könnt ihr auch sogar Freunde werden. Findet es raus. Hier und heute. Trinkt etwas, nehmt Bonbons und geht auf Entdeckungsreise. Na, wer traut sich, hä? Ja, das ist Cheers. Du, Käfig. Das ist Gernot Kringel, einer der wichtigsten Caster in Hamburg. Na und? Der Rest kommt bitte her, damit ich die notwendigen Vermessungen vornehmen kann. Du zuerst. Ja.
Ihr habt gerade bewusstseinsveränderte Substanzen zu euch genommen. In der nächsten Station werdet ihr wiederholt provoziert werden und an eure Grenzen kommen. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, die Risiken für euch und uns so gering wie möglich zu halten. Erst Aria. Wir wissen alle, dass einige Menschenrassen leichter zu Gewalt und unüberlegten Entscheidungen neigen als andere. Das ist ja auch in Ordnung, aber man muss ja nicht so tun, als wäre das nicht so. Sie ist auch Sklavin, genau wie du, auch in den Käfig. Wir werden jedem Vertreter einer vermindert intelligenten Rasse einen Arier, Juden oder Asiaten zur Seite stellen. Wobei 2 Asiaten natürlich auf ein Exemplar einer körperlich fitteren Rasse kommen, versteht sich. Ja, sie ist auch Arierin. Ah, gut, Sie können dann Ihren Begleiter hier in die weiteren Räume mitnehmen, wenn Sie versprechen, ein Auge auf ihn zu haben. Kenn ich alles. Willkommen in der Hölle, wo die Homos hinkommen. Willkommen, willkommen. Wir wollen eine saubere Hölle. Die, wie es stinkt? Das ist der Gestank der Sünde. Die immer durcheinander gefickt. Die ficken immer wild durcheinander, wie Tiere. Na gut, was sollen wir jetzt damit machen? Keine Ahnung. Ist es auf? Soll ich mal da oben gucken? Ja? Ach, Daniel, das ist eine Klingel. Hallo, Hi. komm rein. Okay. Nur wer die Klitoris findet, darf reinkommen. Grundregel. Möchtest du dich zu mir setzen? Ja? Du kannst dich gerne ein bisschen ausziehen. Okay. Du hast doch keine Angst vor Blut, oder? Nee. Die Menstruation einer Frau ist ja auch etwas Wunderschönes. Kennst du den speziellen Duft einer menstruierenden Frau? Nee. Möchtest du mal riechen? Klar. Die habe ich alle gesammelt. Von Göttinnen aus meinem Umfeld. Weißt du, jede Frau ist eine Göttin. Das riecht man, oder? Mhm. Ja. Deutschland! Will noch jemand ein Bier? Müsst ihr auch exen, ja? Ist einfach. Ich hatte übrigens noch nie Sex. Hattest du schon mal Sex? Ja. Ja? Kack. Willst du Sex mit mir? Nein. Ja, so typisch Tracy. Guck, und legal darf die jetzt keinen Sex mit dir haben. Ich meine, ich könnte Sex mit dir haben, wenn ich wollen würde. Aber das wäre nicht angenehm für dich, oder? Guck, und deshalb halte ich mich unter Kontrolle. Aber man kann ja nicht von jedem Mann erwarten, dass er so kontrolliert ist wie ich. Hat jeder einen Schlüssel? Alle, die jetzt Bier haben. Sex ist in unserer Gesellschaft immer mehr ungleich verteilt. Frauen wollen alle nur die Chats. Incels wie ich haben da keine Chance. Egal, was wir machen. Selbst wenn man eine Frau dazu überredet kriegt, Sex mit einem zu haben, dann denkt die dabei immer nur an einen Chat. Und das will man ja auch nicht, oder? Ein Kack sein? Deshalb rasten auch immer mehr Männer aus und tun Frauen schlimme Dinge an, weil es so frustrierend ist, ein Incel zu sein, nie Sex zu haben. Von daher wäre die beste Lösung für Männer und für Frauen erzwungene Monogamie. Der Staat müsste Männern wie mir, die keine Schätze und deshalb auch keine Frauen abkriegen, Frauen für Sex zur Verfügung stellen. Und schon wäre die Welt wieder in Harmonie. Ist das nicht gut? Ha? Ist das nicht gut für alle? Ist es nicht gut für dich? Willst du auch keine Angst haben, vergewaltigt zu werden, oder?
Willkommen. Sex. In Dörfern, in denen es keine Ausländer gibt, gibt es die meiste Ausländerfeindlichkeit. Statistischer Fakt. Man hat immer am meisten Angst vor dem, was man nicht kennt. Man sagt, wir haben immer mehr Angst vor dem Tod, weil wir ihm immer weniger begegnen. Früher haben die Großeltern bei Familien gelebt und sind vor sich hingestorben, während die Kinder drum herum getobt sind. Angeblich haben die viel weniger Angst vor dem Tod gehabt als wir, weil sie ihn besser kannten. Ich habe 4 gute Freunde sterben sehen. War komisch. Würde man denken, man ist dann so voll traurig und total neben sich, so ganz anders eben. Aber als Jonas aufgehört hat zu atmen, habe ich gar nichts gefühlt. Ich habe nur gedacht, scheiße, jetzt muss ich die Schicht morgen alleine machen. Ich meine, ich war super high, als es passiert ist, aber ihr wisst schon, es ist irgendwie enttäuschend. Letztes Jahr ist meine Oma gestorben. Aber ich bin irgendwie aus Stein. Da regt sich nichts in mir. Der ist süß, oder? Der hat niedliche Pfötchen. Ja, der ist Ulrich. Ich hab den so lieb. Ich habe aber trotzdem immer noch Angst davor, selber zu sterben, okay? Das sieht nicht angenehm aus, Mann. Ich meine, wenn es dann vorbei ist, okay? Das ist ja das eigentlich Gruselige daran. Weißt du, manchmal setze ich mich hin und konzentriere mich ganz fest auf den Gedanken, weg zu sein. Nicht irgendwo anders zu sein, weg. Ja. Ich denke darüber nach. Ich mache die Augen zu. Und ich denke daran. Ich denke an nichts. An nichts. Es geht nicht. Es geht nicht. Mein Gehirn tut davon weh. Es geht nicht. Schaut mal, wie er sich ankuschelt. Wisst ihr, wenn es sowas wie den Himmel geben würde, dann wäre der voll mit süßen Hundewelpen. Man würde den ganzen Tag mit ihm kuscheln. Angeblich geht die Angst weg, wenn man DMT raucht. Habt ihr schon mal DMT geraucht? Ich hab super viel DMT geraucht. Psst. War immer witzig. Aber die Angst ist noch da. Die Angst ist noch da. Ihr habt jetzt auch schon einiges durch heute, oder? Ihr seht jedenfalls krass durchgefickt aus. Also, das meine ich gar nicht wörtlich. Also, es kann ja sein. Das weiß ich ja nicht. Wollt ihr mal was Krasses sehen? Wie wäre es, wenn ich Ulrich den Kopf abschneide? Wäre das krass? Soll ich? Soll ich? Ja. Soll ich? Ja. Und? Fühlt ihr was? Na, Gernot, habe ich dir zu viel versprochen? Das war irre! Gute Güte, ich weiß ja, dass das alles Placebos waren, aber das war wie ein einziger Trip. Also bei mir hat's gewirkt. Ja. Und der Effekt mit dem Hundewelpen, wie sie das hingekriegt haben, stark.
Okay, also, Hannah sagt, das war fürchterlich, von allen von euch. Also Samira, du bist, sagt Hannah, eine erbärmliche, besoffene Kuh und du reißt das Niveau der ganzen Gruppe herunter, was jetzt aber generell nicht so hoch war, ja? Lara, du bist eine Blamage und sollst der Bühne künftig fernbleiben. Wie siehst du überhaupt aus? Ekelhaft. Maxim, also Hannah bittet dich um viel mehr Sexappeal und viel weniger Leberwurst, okay? David, also da wir alle wissen, dass du, anders als deine Rolle, gelegentlich kopulierst, legt Hannah dir eine Vasektomie ans Herz, damit sich so etwas wie du nicht wiederholt. Linda, dir sagt Hannah, bring dich um. Also Mia, es leuchtet Hannah nicht ein, wie du mit dir überhaupt leben kannst. Und die Empfehlung für dein Haustier lautet einschläfern. Rachel, man möchte brechen. Bitte geh. Kira, also Hannah kann den erbärmlichen Gestank deines Elends einfach nicht mehr ertragen. Sie bietet aber an, dir wieder Heroin zu besorgen, damit das Ganze endlich ein Ende finden kann, okay? Und Emily, also Hannah würde gerne den wirklich fest verankerten Stock aus deinem Arsch ziehen und sei es nur in der Hoffnung, dabei Wunden in deinem Darm aufzureißen, an denen du verbluten mögest. Das würde dir doch wirklich sehr gefallen. Genau, also soweit das Feedback. Habt ihr noch Fragen dazu? Dein Ernst? Hannah wird bitte immer durch mich adressiert. Wie lächerlich ist das denn? Du kannst deine alberne Scheiße nicht mal selber äußern. Was ist eigentlich falsch mit dir, du hässliche Fotze? Also, ich meine ganz im Ernst, was ist eigentlich dein Wert? Die ganzen Proben lang warst du nicht da. Das Geld treibt Lara ein. Du warst nicht mal bei der Vorstellung. Woher nimmst du deine unverschämten Urteile? Wozu brauchen wir dich? Du bist ein Krebs am Arsch dieser Gruppe. Warum sollen wir dir überhaupt zuhören, hä? Okay. Also, Maxim, du betreust künftig mit Linda zusammen die Rassismusstation und Emily, herzlichen Glückwunsch, du übernimmst die Sexstation. Genau. Was zur Hölle? Das war ja unglaublich. Herzlichen Glückwunsch, Baby. Ja, bitte? Nein. Oh, er ist ja so eine Klette. Untermenschen, typisch. Wenn die verliebt sind, dann wirst du die nicht mehr los. Und die verlieben sich ja so leicht. Sei einmal nett zu denen und zack. Emily, ich wollte dich abholen, um dir deine neue Garderobe zu zeigen. Das ist aber nett. Ich bin hier auch fertig. Tschüss, Linda. Ich weiß eigentlich auch selbst, wo die Garderobe ist. Hör zu, wir müssen kurz reden. Oh? Du musst auf dich aufpassen. Diese Leute, meine Schwester, die sind nicht harmlos. Hannah ist deine Schwester? Findest du nicht, dass sie zu weit gehen mit dem, was sie hier machen? Den Leuten Drogen geben am Eingang. Was Kira mit den Tieren macht. Das ist halt Theater. Das musst du doch besser wissen als ich. Kunst darf alles. Es geht ja darum, ein Statement zu machen. Ja, das ist ihr Slogan. Kunst darf alles. Alles, Emily. Verstehst du? Ja, ich glaube, ich habe jetzt richtig verstanden, die ganze Philosophie. Ist faszinierend, oder nicht? Ich fühle mich ganz energetisiert. Pass auf dich auf, ja? Natürlich. Und du passt ja auch auf mich auf, oder? Ich versuche es. Du bist so süß. Na? Sprich nicht mit mir, du kleines Miststück. Hey, hey, warum so feindselig? Ich hab dir doch nichts getan. Warte mal. Ich will nicht, dass das zwischen uns steht. Ich habe mir das ja auch nicht ausgesucht und vielleicht tut dir das ja auch ganz gut, mal so eine Weile an einer etwas kleineren Position. Dann hast du noch mal mehr Zeit, auch nachzudenken und den Spirit von unserer Gruppe wieder mehr zu verinnerlichen. Ich kann dir da auch helfen. Wenn du reden willst, dann bin ich jederzeit für dich da. Ich habe auch echt gebraucht, so richtig zu verstehen. Und dahin zu kommen auf das Niveau, auf dem ich jetzt bin, das ist mir nicht einfach zugefallen. Das kannst du auch schaffen. Jetzt bin ich halt der Star, aber ich bin mir sicher, du kannst auch irgendwann mal wieder dahin kommen. Du blickst einfach noch gar nicht, worum es geht. Kann das sein? Du bist der Star? Mädchen, du bist hier das Opfer. Sie spielt nur mit dir. Sie will mich für irgendwas bestrafen. Es geht hier nicht um dich. Du bist noch nicht meine Nebendarstellerin. Du bist hier das Futter. Du hast noch gar nichts verstanden.
Aber du wirst. Und dann wird es zu spät sein. Ich freue mich drauf. Na du? Geht's? Glaub mir. Ich weiß, wie das weh tut. Aber du kommst darüber hinweg. Guck mal. Bin ich doch auch, hm? Das hat ganz schön wehgetan. Gut. Ja, ich weiß nicht. So gut fand ich das nicht. Niemand zwingt dich. Ja, das stimmt. So ist das. Und ich glaube, ich möchte das hier nicht mehr. Bitte? Ich denke, wir sollen das hier nicht mehr machen. Ich will das nicht mehr. Du denkst, du machst gerade mit mir Schluss? Wenn man es so will, ja. Unfassbar! Wir waren noch nicht mal zusammen, David. Du bedeutest mir gar nichts. Du beendest hier nichts. Ja, wir hatten doch nie irgendwas. Das ist nichts hier. Wir sehen uns morgen im Theater, Maxi. Darf Kunst auch verletzen? Ach, Emily, Kunst darf noch viel mehr als nur verletzen. Kunst darf alles. Unser Mastermind-Anführer. Du bist hier das Futter. Du bist hier das Futter. Kunst darf alles. Alles, Emily. Verstehst du? Du rauchst? Manchmal. Hast du dich schon eingelebt in deiner Station? Ist viel Verantwortung, aber macht Spaß. Machst du viele Veränderungen? Ich habe keine Zeit für. Ich habe das ungefähr so übernommen, wie Maxim das gemacht hat. Ja, kenne ich. Ich hatte letztendlich auch nicht genug Zeit, um alles mit reinzunehmen, was ich machen wollte. Was fehlt denn? Was mit Abtreibungen, Fehlgeburten, Nachgeburten. Geburten allgemein hätte ich gerne gemacht. Geburten sind gruselig. Das stimmt. Ich hatte eine richtige Horrorgeburt damals. Du hast ein Kind? Hatte. Oh, das tut mir... Was ist passiert? Hab's gegessen. Sorry. Scherz. Schlechter Scherz. Gott, hast du mich erschreckt. Entschuldigung. Wir müssen kurz reden. Nachher, okay? Ich muss mich für heute Abend vorbereiten. Okay. Ich brauch dich nicht in meinem Leben. Es geht mir ganz gut ohne dich. Wir müssen nicht so tun von wegen. Wir wären Freunde, sind wir nicht. Ich brauch dich nicht in meinem Leben.
Geht mir ganz gut ohne dich. Wir müssen nicht so tun von wegen. Wir wären Freunde, sind wir nicht. Wunderbar. Haben wir denn hier geschickt? Laura Weidemann. Googeln Sie Laura Weidemann. Yes! Laura Weidemann. Na? Greta soll die Tickets verteilen. Die Liste mit den auserwählten Gästen hat Rachel gemacht. Die liegt dort hinten. Außerdem brauchen wir auch wieder dieses Reinigungsmittel vom letzten Mal, das Mia uns empfohlen hat. Es hat gut geholfen mit den Blutflecken. Trotzdem auch viel Plastikfolie. Und Kerzen. Wir brauchen dringend mehr Kerzen. Ich habe das Gefühl, ich vergesse irgendwas. Kannst du mich mal bitte nicht so anschauen, Boban? Ja, hallo? Emily, wo bist du? Ich bin noch zu Hause, aber auf dem Sprung. Ich muss heute früh zur Probe sein. Wir haben letzte Vorstellung und dann machen die mal irgendwas, worüber ich aber noch nichts weiß. Emily, bitte geh da nicht hin. Emily, geh da auf gar keinen Fall hin. Hä? Natürlich gehe ich hin. Was ist denn los? Emily, du musst mir jetzt mal kurz vertrauen, ja? Bevor du dahin gehst, triff dich wenigstens mit mir. In 30 Minuten beim Sieberspark, okay? Okay, du machst mir Sorge, Sibyl. Bis gleich. Du siehst ja schlimm aus. Egal, Laura Weidemann. Was? Das war kein Trick, oder mit den Welpen. Das war alles echt. Und die Drogen, ich habe mir das nicht eingebildet. Sibyl, beruhig dich. Das ist einfach nur eine Theaterperformance. Laura Weidemann, schon mal was von dir gehört? Nein, wer ist das? Deine Vorgängerin. Davor war es Thea Greifmor, davor Frieda Herbst. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Alle diese Mädchen haben mit den Performaniacs gearbeitet und alle diese Mädchen sind verschwunden. Was soll das heißen? Keine Updates mehr auf Facebook, keine Tweets, nichts auf Instagram. Alles weg. Okay, vielleicht hatten die einfach keinen Bock mehr auf Social Media. Mausi. Was willst du mir sagen, dass die umgebracht worden sind? Ja, vielleicht, ja. Wenn die wirklich verschwunden sind, warum hat die dann keiner vermisst gemeldet? Was weiß ich, vielleicht haben die niemanden, keine Ahnung. Emily, bitte geh nicht zurück zu diesen Irren. Wie redest du eigentlich über meine Freunde? Sibyl, für dich ist das vielleicht einfach eine Gruppe Freaks, aber für mich ist das meine Familie. Das sind gute Leute, lass mich in Ruhe. Hallo Kira. Hi, Emily. Großer Abend heute, richtig? Ja. Kira, du magst mich, oder? Ja, du bist hübsch. War Laura Weidemann auch hübsch? Ich muss jetzt gehen. Nein, du musst jetzt hier bleiben und mit mir über Laura Weidemann reden. War Laura nett zu dir? Laura war nett. Warum ist Laura nicht mehr dabei? Laura ist tot. Also, Hannah sagt, wieder einmal endet heute unsere Spielzeit. Wir hatten unsere Aufs und Abs und vielleicht ist es auch ganz gut, wenn es heute vorbei ist. Aber ihr wisst, der letzte Abend ist immer der wichtigste. Denn heute destillieren wir für alle Zuschauer, die offen sind für unsere Botschaft, die Essenz unserer Aussage in perfekte Kunst. Stéphane Charbonnier, Jean Cabu, Bernhard Verlag, George Wolinski, Theo van Gogh, Delbert Rodriguez, Karel Haschler. Immer wieder müssen Künstler für ihre Kunst sterben. Aber die Kunst schlägt zurück. Kunst darf alles. Du!
Emily, mach keinen Scheiß. Komm raus jetzt hier. Das ist doch alles gruselig hier. Komm, Mausi, wir gehen. Was soll das hier? Das könnt ihr nicht machen. Lasst uns raus. Sibyl, keine Sorge. Beruhig dich. Das ist doch alles komisch hier. Das ist alles okay. Das sind meine Freunde, das habe ich dir doch gesagt. Guck. Das ist meine Familie. Emily, ich möchte, dass wir jetzt gehen. Erinnerst du dich, dass ich gesagt habe, ich möchte Teil von etwas Perfektem sein? Ich habe es geschafft, Sibyl. Das hier ist perfekt. Emily. Du hattest recht, Sibyl. Die letzte Performance erfordert ein Opfer. Normalerweise ist das die neue Schauspielerin. Aber nur, weil die Hannas Idee nie verstanden haben. Kunst darf alles. Verstehst du, Sibyl? Kunst darf alles. Hallo, ich bin Emily und ich bin gerade noch ganz neu bei der Theatergruppe dabei.